Wenn ich nur gut genug entwickle oder gut, gibt es keine Bugs. Ja, also das ist ja auch Quatsch. Ich finde, manchmal sind Bugtrends einfach das viel Bessere als die Bugs selber. Manche Leute, die glauben, dass Robustheit bedeutet Stillstand, ja nicht bewegen, ja nicht verändern. Aber manchmal lohnt es sich bewusst innezuhalten und Schritte zu tun, nur um Wissen zu generieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und habe wieder eine Folge von der OOP 2026 mit an Bord. Bei mir zu Gast war Anna Melbinger, die mit ihrem wissenschaftlichen Background eine Parallele zwischen unseren Systemen, unseren Unternehmen und Softwareprojekten zur Natur zieht. Welche Methoden und Strategien werden in der Natur verwendet, um resilienter, flexibler und anpassbarer zu sein? Und was können wir dafür für unsere Softwareprojekte lernen? Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist, weil du hast ein spannendes Thema mitgebracht. Wir sind ja hier auf der OOP 2026 in München. Du bist hier am Nachbarstand. Genau, ja. Wir sehen uns schon die ganze Zeit. Sehen uns schon die ganzen Tage und jetzt bist du auch hier bei mir im Podcast. Freue ich mich sehr, weil du hast, ich habe mir so vorher die Speaker angeschaut, wer spricht denn da und was sind so die Themen, und da habe ich mal die Rosinen rausgepickt und du hast quasi da ganz ein schönes Metapher reingebracht. Was können wir von der Natur lernen für unsere Prozesse oder so. Und da habe ich gedacht, das ist ja klasse, da müssen wir uns mal unterhalten. Ja, sehr gerne, das machen wir. Wie kommst du denn dazu? Wie hast du dich damit beschäftigt? Ja, bei mir ist so ein bisschen, ich habe so einen nicht ganz klassischen Werdegang dafür, dass ich jetzt auch schon 10 Jahre im IT-Projektgeschäft bin, weil ich habe eigentlich ursprünglich meine Wissenschaftskarriere angestrebt und war sozusagen, also ich war nicht nur an der Uni, ich habe Physik studiert, sondern ich habe danach auch noch 7 Jahre sozusagen promoviert, Postdocs. Ich war 2 Jahre in Paris, 2 Jahre in San Diego und habe sozusagen alles getan, um Professorin zu werden, bis mir dann aufgefallen ist, dass das doof ist, weil ich mir da nicht aussuchen kann, wo ich wohnen will. Und habe da aber, auch wenn ich Physikerin bin, super viele biologische Probleme beackert, weil es im Prinzip so ist, dass die Mathematik, mit der man das macht, oft sehr ähnlich ist zu dem, was man in der Quantenmechanik verwendet. Das heißt sozusagen, die Mathematik konnte ich und dann habe ich mich sehr punktuell in ganz viele unterschiedliche biologische Sachen eingearbeitet. Und was mir dann irgendwann aufgefallen ist in so meinem IT-Berufsalltag, dass sich da erstaunlich oft Analogien ziehen und auch so ein bisschen Comfort draus ziehe, wenn ich merke, ach, ja, das macht ja die Natur genauso und genau das dachte ich mal, teile ich einfach. Ja, weil ich da super oft darauf denke und dann bin ich so ein bisschen der Vortrag, der aus dem Rahmen gefallen ist hier, weil sonst gibt es ja eher um Architektur und KI und alles Mögliche und bei mir ging es um Bakterien und Evolution und der Herr Darwin kam vor. Also, ja. Ja, schön. Ja, also da wollen wir jetzt natürlich einsteigen. Also ich zumindest. Die Zuhörer und Podcast-Genießer, die müssen da jetzt einfach mit. Die müssen da auch mit, genau. Aber die wollen das sicher auch gerne. Mute geht ja immer, also wenn es einen nicht interessiert. Genau, das stimmt. Ja, Natur, wovor steigen wir da ein? Wo steigen wir ein? Vielleicht auch so ein bisschen in der, vielleicht mal so ein bisschen was Übergeordnetes erstmal, weil was ich immer, also wir haben ja ganz viel, auch Vorträge und immer wieder Natur lernen und so weiter und so fort, wird auch Evolution genannt, aber häufig fokussiert sich das auf diese Themen, die ich so unter Bionik fassen würde. Also zum Beispiel die Flugzeugflügel, die so geformt sind wie Vogelflügel. Dann kennen wir den Lotus-Effekt, die meisten. Oder diese schicken Ganzkörper-Schwimmanzüge, die der Haifischhaut nachempfunden ist. Aber wir sind da häufig, ich meine vielleicht auch, weil wir sozusagen im deutsch-österreichischen Raum sind, sehr mechanistisch. Also versuchen sozusagen was zu bauen, was dann so ist wie die Natur. Und was ich aber so ein bisschen glaube, ist, dass wir uns sozusagen auch in dem Wie erreichen wir was viel mehr was abschauen können, weil im Prinzip, wo die Natur richtig gut drin ist mit volatilen, also veränderbaren, sehr komplexen Situationen umzugehen. Also Tiere leben normalerweise in so großen Ökosystemen, interagieren mit anderen Spezies, die Natur ändert sich. Ich meine, wir kennen es alle, ein Komet stürzt ein, dann sind die Dinosaurier weg. Es ist quasi, also diese Veränderung, diese Volatilität ist eigentlich das Normale und sehr viel von den
Verfahren, die sich der Natur überlegt hat, ist immer so ein bisschen diese Personifizierung, die schwierig ist, die ist eigentlich darauf angewandt, dass man robust ist oder dass man gut mit Veränderungen umgehen kann. Und ich habe so ein bisschen die These, dass auch genau dieses Skillset wird jetzt immer wichtiger in der Globalisierung. Wir merken sozusagen, wenn der Trump hustet, dann gehen bei uns die Aktienkurse runter. Wir merken auch, dass ganz viele Leute diese Unsicherheit, die gerade vorherrscht, ein Riesenproblem ist. Und natürlich auch, wenn man es wirklich sehr viel technischer geht, einfach der Möglichkeitsraum an Methoden, an Technik, die man hat, der ist so groß, so komplex. Also wo fange ich an? Wie finde ich das, was ich brauche? Das sind ja alles diese Fragen, die sozusagen in die Richtung geht. Und deswegen glaube ich, dass man sich da auch ein bisschen was abschauen kann. Ja, das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich habe selber das Gefühl, wenn ich so auf Softwareentwicklung schaue in den letzten Jahren, wir versuchen häufig dieses Problem der Unsicherheit und der Unklarheit eher mit dieser Haifischhaut zu lösen. Ne? Wir hauen irgendwas drauf, wo sie sehen, das muss jetzt so funktionieren, ein Produkt oder irgendein Framework oder irgendwas und dann merkt man, das geht aber eigentlich auch nicht so und uns fehlt so ein bisschen dieses resiliente, flexible, robuste der Natur, ist ja ein bisschen und weicher genau, und ist, dann ne? haben wir halt sozusagen, und wenn wir mal, ich meine, das ist ja ein super Beispiel, sind die ganzen agilen Methoden, also die haben wir ja auch gefunden und die bedienen viel davon, ja, also im Prinzip sozusagen, dass man, also das ganze Inspect and Adapt, dass wir auf Veränderungen eingehen, das passt eigentlich alles perfekt, aber dann ist es manchmal so, in unserer Not fokussieren wir uns dann auch nicht mehr auf das Ziel, sondern nur sozusagen auf das Meeting, auf die Struktur, die dahinter steht. Und dann können wir auch, wenn wir da so ein bisschen verbiegen, ganz schnell am Ziel vorbeigehen. Ja, also das ist sozusagen, ist wirklich, also ich glaube, das übergeordnete Ziel muss wirklich sein, diese Anpassungsfähigkeit, diesen Lernwillen herzustellen und sozusagen und dann ein bisschen flexibler zu sein und übrigens auch das nicht nur, weil wie gesagt, also agile Methoden auf dem Basic-Level funktioniert das ja schon ganz gut, aber ich sage, man muss das eigentlich viel mehr in das gesamte Projektgeschehen bis in die Managemententscheidungen reinziehen, dass man mit dieser Unsicherheit einfach als Faktor arbeitet und nicht als was man glaubt, vermeiden zu können. Ja, das ist ja so ein bisschen auch wie beim Software-Testing, weil da hat man ja immer so ein bisschen dieses Ding, wenn ich nur gut genug entwickle oder gut, gibt es keine Bugs. Ja, also das ist ja auch Quatsch. Ja, wir wissen ja immer, dass es am Ende wird es diese Unsicherheit geben, das ist einfach zu komplex. Wird vielleicht jetzt auch mit KI noch stärker, weil da gibt es ja dann nicht nur echte Bugs, sondern es gibt auch die Halluzinationen, die sozusagen auch Fehlverhalten, die intrinsisch eingebaut sind, erzeugen. Man muss damit klarkommen, dass es so ist und dann sich vielleicht ein paar Methoden aneignen. Ja. Genau. Was können wir denn jetzt uns von der Natur anschauen? Oder was hast du da für Beispiele für uns? Wo wir sagen, Ich habe so ein paar Beispiele gehabt. Ich würde so, aber weil das jetzt zu kurz ist, den ganzen Vortrag nochmal zu geben, würde ich vielleicht gerne auf zwei Sachen eingehen. So relativ einfach, mal wirklich ganz konkret, also es gibt so Bakterien, so ganz kleine, die wollen zum Beispiel zu ihrem Zuckerquelle laufen, schwimmen. Schwimmen tun sie. Und die haben das akute Problem, dass sie nicht also sie können nicht vorne messen, hinten messen und schauen, wo mehr ist. Weil der Unterschied zwischen vorne und hinten ist einfach viel zu klein. Ja, also da kommt ab und zu mal ein Zucker vorbei und so weiter, aber reicht nicht, um ein Signal zu bekommen. Und jetzt so ein bisschen die Frage, was machen die da? Und das ist auch wieder so eine Situation, die analog ist zu dem, was wir oft haben. Ja? Also wir haben zwar irgendwelche Messsignale, aber wir können lokal irgendwas messen in unserem Ist, aber wir wissen gar nicht, was leite ich daraus aufs Ziel ab. Und was das Bakterium macht, ist, es läuft einfach mal blind los und misst sozusagen auf dem Weg, was passiert. Es misst die Veränderung. Und wenn die Veränderung gut ist, also es kommt mehr Zucker oder weniger von einer schlechten Substanz, das macht es nämlich genauso andersrum, dann schwimmt es länger in die Richtung. Irgendwann wechselt es, um sicher zu gehen, dass es nicht irgendwie in eine Trap läuft, aber wenn es schlechter wird, dann wechselt schneller die Richtung. Ja? Und ich glaube so ein bisschen, also was man daraus dann mitnehmen kann, ist, dass man sagt, okay, also erstens, man muss das Ziel haben, sozusagen Informationen generieren, das heißt Stillstand ist nicht schlecht. Das ist übrigens manche Leute, die glauben, dass Robustheit bedeutet Stillstand, ja nicht bewegen, ja nicht verändern. Das ist aber, wird auch dich ins Negative treiben, weil dann isst du deinen Zucker auf an dem Ort, wo du bist und dann bist du tot. Ja? Genau. Das erste ist, also man muss dahin. Und das zweite ist, und das ist wirklich, glaube ich, so eine ganz einfache Geschichte, die man viel zu selten macht, ist, man muss sich Trends anschauen, anstatt echten Zahlen. Also jetzt gehen wir mal Richtung Softwareentwicklung, also die ganze Frage, ich finde, manchmal sind Bugtrends einfach das viel Bessere
als die Bugs selber. Wenn ich sozusagen, gerade wenn ich so eher aus dem Projektmanagement steuere und ich laufe dann den einzelnen Bugs hinterher, habe ich keine Aussagefähigkeit. Aber wenn ich mir den Trend anschaue, läuft es immer weiter voll. Oder merken wir haben zwar viele, aber wir bauen schneller ab, als das Neue kommt, dann kann ich viel bessere Aussagen machen. Und das ist es wirkt so simplistisch. Und zum Beispiel bei so Burndowns macht man ja genau das. Man schaut sich einen Trend an. Aber ich würde sagen, man kann das viel häufiger machen. Auch zum Beispiel ein Velocity-Trend ist oft besser wie die echte Velocity, weil da merkt man ganz schnell intuitiv, und was los ist. Ja. Und also sozusagen da wäre wirklich einfach auf alle Dashboards, haut's mal ein paar mehr Trends drauf. Weil wir sind übrigens auch, ich glaube, das ist so, also wir als Menschen sind wahnsinnig gut da drin, solche Informationen visuell zu verarbeiten. Ja, also wenn wir so ein Trendding sehen, dann haben wir sofort in den Sinn, wird's besser, wird's schlechter. Ja, genau. Ja, und es sagt oft mehr aus, als es quasi der aktuelle Zustand, ne, wenn ich mich da reinarbeite. Genau. Und das kann man dann ganz gut überleiten in so einem zweites, sehr ähnliches Beispiel. Ja. Und das finde ich eigentlich immer die spannende Gegenüberstellung. Also hier haben sozusagen die Bakterien sozusagen einfach versucht, irgendwie mit der Unsicherheit, sie wissen, können nicht messen, welche Richtung sie schwimmen, umzugehen. Es gibt dann relativ ein ähnliches System, das sind nämlich Motten. Ja. Und die müssen ihre Partnerinnen finden. Ja. Also männliche Motten suchen eine weibliche Motte. Und die einzige Cue, die sie haben, ist, dass sie Pheromone ausstoßen, die Weibchen. Und die schwirren durch die Luft. Aber die Luft ist halt, da kommt Wind vorbei, da ist irgendwie was dazwischen. Also das ist ein wahnsinniges Noisy-Signal, was da kommt. Und die Motten machen das anders wie die Bakterien. Die haben ein bisschen anderes System dahinter. Und zwar, die versuchen zwar auch der Richtung nachzuschwimmen, aber ab und zu schlagen sie bewusst so 90-Grad-Winkel an. Also laufen einfach mal so seitlich weg. Und wenn man das kann man mathematisch analysieren, das muss jetzt keiner verstehen, aber wenn man schaut, was die optimieren, dann optimieren die wirklich aktiv die Informationen, die sie bekommen. Also sie versuchen aktiv 90 Grad zu gehen, um zu checken, wie gut die Richtung ist. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, weißt du, wenn du einen Berg hochläufst und du könntest dir vorstellen, das Bakterium kreiselt so ganz langsam hoch. Ja. Es merkt, dass es besser wird, aber eigentlich wird es ewig dauern, bis es hochläuft. Ja? Das Bakterium, die Motte würde irgendwann 90 Grad reinschwingen und merkt dann, oh, hier geht's runter. Das heißt, da muss es hochgehen und kann danach sehr viel schneller zum Ziel kommen. Ja? Und ich glaube, was man da ganz viel daraus lernen kann, ist, dass also die Gegenüberstellung ist spannend. Da hat sich die Natur zwei sehr unterschiedliche Mechanismen, oder nicht sehr unterschiedliche, aber unterschiedliche Mechanismen ausgedacht. Und was ist jetzt der Unterschied? Naja, der Unterschied ist der Use Case, ja, weil was ist das Problem bei der Motte? Wenn die ein bisschen in der Nähe von ihrem Weibchen ist, kriegt sie keine Kinder. Die muss sozusagen, das ist binär, die muss treffen. Die muss das Ziel finden, sonst ist alles verloren. Außerdem ist der Umfeld noch viel noisier. Ja? Das Bakterium ist ja glücklich, solange es ein bisschen was zu essen hat. Solange es besser wird, ist das happy. Ja? Und ich glaube, das ist sozusagen was man auch total mitnehmen kann, dass es sich manchmal einfach lohnt, aktiv was zu machen, was vielleicht nicht direkt zum Ziel führt. Weil dieser 90 Grad kann, also wenn ich Glück habe, geht es in die richtige Richtung. Wenn es schlecht ist, in die falsche Richtung. Aber manchmal lohnt es sich bewusst innezuhalten und Schritte zu tun, nur um Wissen zu generieren. Ja, und ich glaube auch da sind wir sind ja alle so Optimierer und die versuchen dann immer an jeder Stelle die Effizienz zu steigern, dass man wirklich aktiv sagt, okay, nee, ich mache jetzt was, damit ich erfahre, was besser ist. Und das kann man in ganz Kleinen anfangen. Wenn du zum Beispiel dir denkst, du hast irgendwie Kundenfeedback und das geht im Teil in zwei Richtungen, dann könntest du natürlich irgendwie jetzt mal würfeln und eins davon einfach optimieren. Aber vielleicht lohnt sich der Zwischenschritt, dass du sozusagen nochmal ein Mini-Mockup baust und nochmal versuchst sozusagen erstmal zu analysieren, was hier das Problem ist. Oder auch dein Team hat in der Retro total widersprüchliche Signale. Auch da mache ich mal weder Sinn, das eine noch das andere zu machen. Vielleicht meinen sie beide das Gleiche, was aber eine ganz andere Ursache hat. Also wirklich aktiv Schritte machen, um Wissen zu haben und einfach auch aktiv umzuschalten. Weil es gibt für beides Moment. Häufig ist es so am Anfang, wenn die Unsicherheit hoch ist, macht man sozusagen Infotaxis. Das heißt, man sollte wirklich statt Meilensteinen in Projekten sich überlegen, wir setzen Entscheidungspunkte. Wir können den Rest dahinter noch gar nicht so genau planen, aber Ziel muss sein, die Informationen zu haben, zu entscheiden. Und wenn wir dann mal auf Spur sind, wir haben sozusagen unser Spielfeld, dann können wir auch ein bisschen optimieren. Dann ist es vielleicht wichtig, eine Sprint-Velocity zu verbessern und solche Sachen. Aber davor halt noch nicht. Ja? Und ich finde, das ist so ein bisschen
Also es ist sozusagen auch keine einfache Lösung, muss ich auch ehrlich sagen, weil das Problem ist, man muss es entscheiden. Also es ist beides real, es ist beides da, es gibt kein Playbook, wo man sagen kann, so, außer dass natürlich, sofern die Unsicherheit höher ist und das Risiko, das Ziel zu verfolgen, höher ist, dann sind wir eher bei Infotaxis, also bei ich muss auf Wissen optimieren, als wenn wir sozusagen das so ein bisschen Error haben. Ja. Aber am Ende muss da jeder selber nachdenken. Ja, genau. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also da sind also schöne Inspirationen drinnen. Hast du denn noch so ein Tipp für uns oder eine Metapher, gerade wenn es jetzt um das ganze Thema geht? Wir sind ja gerade so überfrachtet mit Zeug, ne? Also mit ganz viel das KI, wir haben die geopolitische Lage, alles bricht über uns herein und überfordert uns und wir stehen da. Ja. Ja, ich glaube, habe ich, aber das kommt sozusagen weniger direkt aus der Biologie als eher aus aus eben diesen Jahren, die ich Wissenschaft gemacht habe. Weil da hatte ich ja auch massiv, also dadurch, dass ich sozusagen Springer war, also ich habe sozusagen mein Handwerkszeug gekonnt, ich konnte rechnen, ich konnte programmieren, simulieren und solche Sachen, aber ich wurde sozusagen immer von einem Biologen auf irgendein völlig anderes Thema geworfen. Also ich habe wirklich mal Immunologie gemacht, Evolution, dann habe ich intrazellulären Transport gemacht, wie da irgendwelche Maschinen langlaufen. Also es war wirklich so querbeet. Und ich glaube, was man machen muss in dieser unsicheren Welt ist, da gibt es so einen ganz bekannten, also der Wissenschaftsphilosoph, das ist der Karl Popper, ich weiß nicht, vielleicht ist er sogar Österreicher, ich weiß es gar nicht. Und der sagt, also im Prinzip, man sollte schon hypothesenbasiert arbeiten. Es gibt ja manche Leute, kennst du vielleicht auch, die haben Angst vor Hypothesen, weil dann ist man gleich biased. Also man muss hypothesenbasiert arbeiten, man muss schnell versuchen, eine Hypothese im Kopf zu haben, die das, was man da gerade sieht, vereint. Aber dann ist der entscheidende Unterschied, das Ziel von dir muss sein, sie zu falsifizieren. Also ich versuche dann wirklich, ich freue mich, wenn ich es schaffe, sie zu widerlegen. Ja. Und das ist eine Art zu denken, die hilft einem, weil dann kriegt man, wenn du dir vorstellst, du hast ja in dieser komplexen Welt häufig so einen riesigen Entscheidungsbaum. Ja. Du gehst sie nicht bis oben durch, sondern versuchst möglichst früh einen ganzen Ast abzuschneiden. Also wenn man mit dem Ziel arbeitet, wirklich die Fragen zu stellen, die Hypothese widerlegt. Ja. Manchmal ein bisschen peinlich, weil dann wirst du auch schnell enttarnt, dass du vielleicht eine falsche Hypothese hattest. Ja. Also es erfordert schon so eine gewisse... Braucht ein bisschen Mut, ne? Ein bisschen Mut, aber ich glaube, das ist eigentlich die beste Variante, mit dieser Unsicherheit umzugehen, dass man wirklich sozusagen für sich, vielleicht für sein eigenes Ego sagt, okay, mein Ziel ist es zu scheitern in dem Sinne. Und das, was übrig bleibt, ist das, wo ich dann vielleicht mehr im Detail optimiere. Ja, genau. Ja. Super spannend. Vielen Dank. Also das passt für mich heute so schön rein. Ich höre gerade das Hörbuch von der Julia Enders, Organisch, wo sie ja ganz toll beschreibt, ist das System Körper. Und ich finde da ist so viel drinnen, was wir für unser Geschäft lernen können. Und du hast das jetzt nochmal von der Seite Natur gebracht. Das finde ich ganz toll. Vielen Dank dafür. Danke, dass du hier warst im Podcast. Ich glaube, da kann man jetzt viel Inspiration mitnehmen, also ich zumindest. Voll gut, freut mich. Ja. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir noch eine tolle Konferenz. Werde ich haben. Und bis bald. Bis bald, ja. Tschüss.